Hallo zusammen, ich bin Jewgen Sokolowski von Classic Remise Düsseldorf und wir sind heute mit absolut Trendfahrzeug 964 Turbo. Ich habe lange gedacht, über welche Porsche-Modell starten wir unser Video, ja? Weil wir haben mehrere verschiedene Serien von Turbo-Modellen. Wir haben von 930er, 964, 993, 997, 991. Alle Turbo-Modelle von jeder Baugruppe haben wir in unserer Sammlung im Remise. Aber starten wir heute genau mit 964. Warum 964? Weil letzte Zeit das absolut Trend. Für mich persönlich, das ist auch einer von besten Klassikern, weil sage ich ehrlich, G-Modell, ja, ist gut, aber die war so lange produziert von Porsche, fast 16 Jahre. Ja. Von G-Modell gibt es so viele verschiedene Varianten mit Motoren, mit Karosse. 964 war produziert nur 5 Jahre. Danach noch haben wir 993, das ist das letzte Modell mit luftgekühltem Motor. Ja, warum für mich 964, das ist beste Klassiker. Design finde ich super. Technik schon viel besser, viel moderner. Auto macht echt Spaß zum Fahren, ganz einfacher. Und für neue Generationen, ja, die Leute, welche, sage ich so, meine Alte, ein bisschen jünger als ich oder ein bisschen älter als ich, die steht genau für das Auto, genau für Modelle ab 90, ab 91 Baujahr und weiter. Genau Karosse 964 Turbo kann man nicht verwechseln mit einer anderen, weil die hat richtig Breitbau und riesig Spoiler hinten. Jetzt gehen wir von 964 zur Modellvariante. 964 gibt es als normale Carrera. Dann gibt es 964 als Carrera 4. Porsche erstmal produziert Allradantrieb Carrera 4. Dann kommt als Speedster, ja, das ist mit kleiner Frontscheibe, offene, und kommt zwei Turbomotoren 3,3 und 3,6. Dann kommt als RS-Modell mit 3,6 Motor, dann später kommt als 3,8 RS mit großer Spoiler nach hinten. Dann es gibt noch für Amerika, heißt 964 RS Amerika. Das ist so einfache Variante von RS. Riesig Unterschied, muss man immer vorsichtig sein bei Einkauf, ob das RS oder RS Amerika, weil sehr unterschiedliche Fahrzeuge, ja, mit Technik, optisch und so weiter. Und dann es gibt als Turbo S 3,3 Turbo S und 3,6 Turbo S als Welle S. Als 3,6 Turbo S, das heißt als Turbo S, aber das Auto von Werks hat Option, heißt X088, das heißt Welle S, das Werksleistungssteigerung auf Turbo S. Und natürlich das Auto genauso bekannt wie weiße Testarossa aus Kino Miami Vice von Bad Boys, schwarze Turbo. Und genau das Auto aus Film war bei Versteigerung verkauft für 1,2 Millionen. Ganz normale Turbo 3,6. Obwohl, wenn 3,6 mit, wie habe ich schon gesagt, mit Ausstattung X088 mit Wertsteigerung, die Preise liegt auch deutlich bei 1 Million, von 900.000 bis 1,2. Deswegen, ich finde, wer hat das gekauft für 1,2, genau das Auto aus Film, Glückwunsch, gut gekauft. Ja, jetzt gehen wir gucken, genau richtige Teil, ja, genau richtige interessante Teil, weil wenn machst du Heckdecker auf bei Porsche Turbo, ja, du siehst sofort so riesig Intercooler und das macht mir persönlich echt Spaß. Jetzt Frage an euch, und das muss sein Scheibenwischer für Heck und Schiebedach. Kleiner Akzent zum Felge, zum Räder, ja. Für mich diese Speedline-Felge, beste was kann sein bei Porsche Turbo. Wir gehen zur Innenausstattung. Das, was gefällt mir sehr, ehrlich, das ist sehr stylisch gemacht und sehr Designer hat ein bisschen schon integriert was, weil Porsche ist sehr minimalistisch, ja, mit aller Sachen, aber Sitzeinstellungen echt geil gemacht, ja. Das sehen wir hier bei 964. Noch zwei Details. Instrumentpanel bleibt bei Porsche in seinem Stil. In der Mitte haben wir Drehzahlmesser. Lenkrad, genau wie Anfang 90er Jahre,
4 Speichen mit ganz großer Airbag. Mir persönlich gefällt das sehr gut. Ein paar kleine Button haben wir hier auf Panel. Das ist wie für Scheibenwischer. Hier ganz kleine Button. Und natürlich absolut geil Aschenwäscher. Wir haben natürlich auch Luxusausstattung, ja. Beifahrer-Airbag auch schon dabei, weil die ersten Modelle war nur für Fahrer-Airbag, dann kommt Beifahrer-Airbag. Ganz später kommt Seiten-Airbag und Kopf-Airbag, aber das kommt später. Die ersten Fahrzeuge waren nur mit einem Airbag oder 2 Airbag. Ja, und viele spricht über wie 930er Turbo oder 964 Turbo wild ist und Auto sehr aggressiv, weil hat Turboloch und nicht jeder kann das fahren, nicht kann jeder das kontrollieren. Vielleicht das alle Geschichte geblieben im 90er Jahren, weil für mich, wenn vergleichen mit modernen Fahrzeugen, welche hat 500 PS und mehr, ja, bis 700 PS. Natürlich die Autos genug schnell, aber für mich ist schon ehrlich langsam. Und ich sehe keine gefährliche Situation mit das Auto fahren. Natürlich, du musst ein bisschen Gedanken machen, wenn nass ist und regnet und du fährst mit Turbo auf Limit, ohne Traction Control, ohne Elektronik, natürlich ja gefährlich. Aber wenn fährst du ganz normal mit Gefühle und kannst du dosieren deine Leistung auf Hinterräder, Auto absolut in Ordnung. Das ist kein Wildtier. Resümee zum Innenausstattung, ja, Resümee zum Optionen. 91 Baujahr. Auto hat elektrische Sitze mit Sitzheizung, 2 Airbag, Klimaanlage, elektrisches Schiebedach. Fantastiker, ja? Und hat elektrische Spiegel für Fahrer und Beifahrer. Aber guck mal, hier, aber umschalten für Beifahrerseite musst du hier. Fertig. Aber damals, das war richtig Luxus. Ja, alles im Leder, Himmeldachleder, Armaturbett im Leder. Das Auto auch, finde ich, sieht mega aus, schwarz. Obwohl ich bin kein Fan von Schwarzfahrzeugen, aber genau zum das Auto passt sehr gut. Deswegen das Auto für Anfang 90er Jahre hat absolut volle Ausstattung. Ja, damals die Leute fragt, was hast du von Ausstattung? Die war beste Phrase, ja, voll. Das heißt voll, genau das, was haben wir in das Auto. Und noch eine Frage zu euch. Das Auto hat noch Tankdecke traditionell auf die linke Seite. Ab welchem Modell Porsche bekommt schon auf der rechten Seite? Jetzt kurz vor unserer Note Spaß oder Invest, Soundcheck. Aber beste für mich, Sound nicht von Auspuff, ja, das ist Sound zweite. Erster Sound genau wie startet Motor, Geräusch von Start. Jetzt machen wir Soundcheck. Und finde ich, ist absolut geile Sache noch, das ist genau bei Autos von 90er Jahren, Bordcomputer. Bordcomputer zeigt Verbrauch, Reichweite, Bar von Turbolader. Und natürlich, das ist kleines Spielzeug, welches war integriert als erste Elektronikassistent für Fahrer. Jetzt wir sind zum Thema Spaß oder Invest. Spaß als Erste. Spaß, klar, absolut macht mega Spaß. Als Turbomodell perfekt. Speedster auch super. Allgemein, die 964 auf das Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe. Schaltgetriebe natürlich ist besser. Automatikgetriebe geht auch für wer will einfach mit das Auto cruisen. Aber wir reden jetzt über 964 Turbo als Spaß. Macht absolut glücklich jeder Besitzer von das Auto. Weil Auto ist ganz einfacher fahren. Mir gefällt von Klassiker ehrlich mehr und besser als 993. Wie Auto fährt, wie Auto läuft, wie Motorsound. Von 1 bis 10. Ich gebe absolut Note 8. Als Invest
wer kennt das Auto schon jahrelang, weiß, wie war Preisentwicklung nach oben. Die Autos waren bei 70.000, 80.000, dann bei 90.000. Die USA-Modell, die war immer ein bisschen günstiger als die europäischen Modelle auf dem Markt. Dann Preise waren bei 110, 120. Heute liegt deutlich über 150, bei gute 170, 180.000 mit 3,3 Turbomotor. Mit 3,6 Motor noch deutlich teuer, über 200.000, 220, 240. Echt, das Auto richtig teuer geworden. Die Karosse 964 allgemein richtig teuer geworden. Die war nicht so schnell wie 993, aber langsam. Die 964 ist fast gleich mit guten 993. Obwohl viele Fans und viele Porsche-Liebhaber sagen, ja, 993 ist letzte luftgekühlte Motor und super Klassiker. Aber Markt zeigt, Tendenz zeigt, 964 mehr beliebt. Natürlich weniger Fahrzeuge auf dem Markt geblieben, wegen Trend, Umbau auf, wie macht Singer. Und die andere, es gibt schon mehr Hersteller oder mehr, sage ich so, Hersteller oder Tuner, welche macht Umbau auf Basis 964. Die letzten Fahrzeuge habe ich schon auch oft gesehen. Es gibt Firmen, welche macht Umbau auf Basis von 993, aber natürlich Massen, die Leute macht auf Basis 964. Wie habe ich schon gesagt, ja, als normale Carrera, die für gute Fahrzeuge Preise liegen bei 80.000, 90.000. Carrera 4 genauso, vielleicht zwischen 90 und 100 für gute Qualität, Fahrzeuge mit guter Servicehistorie, mit unfallfreien Fahrzeugen. Turbomodelle, wie habe ich schon gesagt, ab 160 und weiter, mit 3,6 noch teurer bis 250. Als 3,6 Turbo S, ja, mit Ausstattung 088, Fahrzeuge liegt fast bei 1 Million, von 700, 800.000 bis 1 Million. Als Sportmodelle RS, auch richtig teuer geworden. Seit letzten 2 Jahren Preise von 130.000 bis 230.000. Fahrzeug fast doppelte teuer geworden. Als 3,8 liegt Preis auch deutlich teurer als 3,3. Das liegt wahrscheinlich bei 280.000 bis 300 und weiter. Deswegen allgemein, alle Modelle, alle gute Substanz, alle gute Fahrzeuge mit Potenzial, gepflegte, mit Service, Karosse und so weiter, in gutem Zustand, mit kleinen Kilometern. Die ist sehr, sehr gefragt, sehr, sehr gesucht, sehr, sehr interessant. Deswegen meine Note in Preisentwicklung, das Auto von 1 bis 10. Jetzt ist es schwer zu schätzen, weil die ist so schnell nach oben gegangen, so schwer, das ist sehr schwer schätzen, ob das Preise bleibt so stabil oder geht nach runter, weil mit Porsche war schon 2015, 2016, die Preise waren schon richtig nach oben, dann runtergefallen. Bei F-Modelle im Moment Preise bleibt so stehen, bei 964 geht nach oben. Für Turbo-Modelle und RS-Modelle, ich glaube, Preise bleiben stabil. Langsam geht auch weiter, weil für mich wird überrascht, wenn noch extrem geht nach oben, weil ich schon da. Deswegen von 1 bis 10. Ich gebe 7. Das war alles für 964. Im nächsten Video vielleicht können wir auch, wir haben ein super RS-Modell, machen wir auch kleine Video über Sportmodell. Und danke euch, danke, wer guckt uns, wer schreibt uns Kommentare, wer macht Likes. Tschüss, auf Wiedersehen.